Hallo, herzlich willkommen zu meinem heutigen Videoseminar zum Mitmachen. Mein Name ist Paul Röhrig. Ich beschäftige mich 38 Jahre mit dem Thema Intuition. Ich habe herausgefunden, dass der Mensch über seine eigene Stimme und Gedankenwelt tatsächlich durch die Selbstwahrnehmung das Richtige erkennen kann. Und das gilt nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft. Andere Wissenschaftler wissen, dass sie zum Beispiel durch die gezielte Selbstwahrnehmung tatsächlich erkennen können, wann eine andere Person die Wahrheit sagt oder nicht. Ich gehe einen Schritt weiter. Sie können an der Stimme eines Menschen auch erkennen, wenn er von seinem Vorhaben erzählt, ob er das, was er sich vorgenommen hat, umsetzen kann, ja oder nein. Denn wenn eine Stimme von einem Menschen oberflächlich klingt, also aus dem Kopf heraus, ist das die Unwahrheit. Denn erst wenn die Stimme von oben nach unten geht, das heißt also, dass sie sich mit dem Unbewussten oder Unterbewusstsein verbindet, dann ist das, was die Person sich vorgenommen hat, auch realisierbar. Wenn ich sage realisierbar, ist es immer realisierbar aus dem jetzigen Moment. Das heißt, keiner kann hergehen und sagen, mein Vorhaben, was ich heute plane, das funktioniert und ich gehe es aber erst in einem halben Jahr an. In einem halben Jahr sind wieder andere Voraussetzungen, müsste man halt das nochmal über die Stimme abklären. Hier geht es um Selbstwahrnehmung, um Selbstreflexion. Und zwar das Lernen, bewusst sich wahrzunehmen. Bewusst wahrzunehmen, was ich eigentlich sage oder denke. Bewusst wahrzunehmen, was andere sagen oder denken. Denn einen Menschen verstehen mit dem Verstand ist ein sehr oberflächliches Verstehen. Wenn Sie gelernt haben, empathisch, also mit der emotionalen Intelligenz einen anderen Menschen wahrzunehmen, dann verstehen Sie ihn nicht nur, sondern Sie sind bewusst mit ihm verbunden und können diesen Menschen da abholen, wo er steht. Ich möchte jetzt mal anfangen mit ein paar kleine Übungen, die Sie, wenn Sie wollen, auch direkt nachvollziehen können. Ich habe da hier ein Kartenspiel, also wenn Sie mitmachen wollen, wäre es hilfreich, wenn Sie sich jetzt ein Kartenspiel zurechtlegen und einfach mal das Kartenspiel richtig durchmischen, denn jetzt wollen wir üben, etwas vorauszusehen, oder hier ist der Unterschied. Wenn ich jetzt wissen will, wenn ich ein Kartenspiel übereinander lege, so, und will jetzt wissen, was ist die oberste für eine Kartenfarbe, dann ist das eigentlich die Gegenwart, die ich jetzt erkenne, weil die Karte ist ja da. So,
Und jetzt sagen Sie mal zu dieser gegenwärtigen Karte, die Sie noch nicht gesehen haben, oder Entschuldigung, fangen wir anders an, fragen Sie sich, ist diese Karte rot? Und Sie sagen anschließend ja, nein. Also nicht ja und nein, einfach nur ganz locker, bewusst, entspannt, ja, nein. Jetzt achten Sie bitte darauf. Was haben Sie jetzt leichter sagen können? Was geht von oben nach unten? Horchen Sie in sich hinein, wo sind Sie mit sich im Einklang? Denn wenn das hier eine rote Karte ist, dann sagen Sie, ich mache das jetzt mal so, aber das wird nicht funktionieren, auch wenn ich Ihnen das erkläre, spüre ich schon den Widerstand, denn wenn es nicht der Wahrheit entspricht, geht die Schwingung nicht von oben nach unten. Sie bleibt einfach hängen. Und diese Feinheit wahrzunehmen, das ist das, was Sie in meinen Seminaren erfahren können. Ich lehre Ihnen nicht das Hellsehen, denn das können Sie schon. Das können Sie schon von Geburt. Da sind Sie mit geboren worden. Das ist das Werkzeug, was man Ihnen mitgegeben hat, um in Ihrem Leben zurechtzukommen, um glücklich zu sein. Aber das ist ein weiteres Thema, das werde ich dann in weiteren Videos auch nochmal genauestens erklären. Denn wenn Sie, aber das eine muss ich noch sagen, wenn Sie halt im heranwachsenden Alter durch die Erziehung von Ihrem Naturpotenzial wegerzogen sind, sage ich mal, dann wissen Sie gar nicht, dass Sie tatsächlich etwas mehr sehen können, als Sie im Moment sehen. Denn man hat es den meisten ja gar nicht beigebracht, dass sie etwas sehen können. Denn da hat man eher über größere Mächte gesprochen, die das können, aber der Mensch halt nicht. Und ich sage 38 Jahre, der Mensch ist viel größer, als er tatsächlich glaubt zu sein. Und das ohne materiellen Dinge, sondern einfach nur, wenn der Mensch er selbst ist, lebt er mit sich im Einklang, ist gesund und geistig fit. Und jetzt gehen wir nochmal zu unserem Kartenspiel zurück. Wenn ich jetzt sage, ist das eine schwarze Karte und sage ja, und dann frage ich, ist das eine rote Karte und ich sage wieder ja, ja, dann höre ich, dass ich bei Rot hier Schwierigkeiten habe und wenn Sie genau hinhören, können Sie das auch bei mir hören, aber ich möchte Ihnen ja auch nur die Information geben, Sie können das mit Ihren Freunden üben. Denn Sie können eigentlich gleich schon erfahren, was ich eigentlich gesagt habe. Machen wir das Ganze nochmal, wir haben das jetzt mit Ja gemacht, es ist aber leichter, wenn wir Ja, Nein sagen, dann haben wir zwei Möglichkeiten, uns auf die Wahrheit zu konzentrieren. Also frage ich nochmal, ist das eine rote Karte? Sage ich ja, nein. Ja, nein. Wenn Sie richtig hinhören, dann nicht hören mit den Ohren, nicht mit dem Kopf. Es ist eigentlich verkehrt, wenn ich das sage. Also richtig wahrnehmen, dann hören Sie, ist das eine rote Karte? Ja. Ist das eine schwarze? Ja. Das geht runter. Ja? Das müsste eine schwarze Karte sein. Und das können Sie jetzt üben. Nehmen Sie den Stapel, eine Karte. In den meisten Fällen, weil das jetzt für Sie neu ist, werden Sie 3 oder 4 richtig machen. So, und dann kommt Ihr Verstand. Also Verstand kommt von Verstehen. Denn das ist ja dann so sensationell, dass Sie das auf einmal an Ihrer Stimme erkennen,
dass der Verstand sich wundert und sobald der Verstand sich einschaltet, ist ihre Wahrnehmung ausgeschaltet. Denn der Verstand, ich sage das mal, ist so nicht erwiesen, hat man mal wissenschaftlich auch gesagt, aber mittlerweile kommt man zu anderen Werten. Ich sage, der Verstand weiß eigentlich nur 10% vom tatsächlichen Wissen eines Menschen, denn 90% liegt in uns, also das Unbewusste in der Wahrnehmung. Oder ich sage mal, die emotionale Intelligenz ist für mich persönlich eine höhere Intelligenz als der Verstand, obwohl wir hier wieder mal vorsichtig sein müssen mit dieser Aussage, denn ohne Verstand, ohne Ihren Kopf können Sie gar nicht vermitteln, was Sie innerlich fühlen. Denn dann sind Sie ja ein Tier, dann können Sie fühlen, das ist gut und schlecht, dann bekommen Sie Angst oder keine Angst, Sie wissen aber nicht warum. Ja, obwohl das auch wieder ein Thema ist, die meisten, wenn die Menschen Angst haben, sie wissen nicht, wovor sie Angst haben, vielleicht durch bestimmte Glaubensmuster, die sie sich einprogrammiert haben, ist für den Menschen zufällig eine Gefahr zu sehen, die eigentlich vielleicht sogar der Mensch erforderlich gemacht hat durch seine eigenen Gedanken. Denn das ist auch ein weiteres Thema. Es passiert in dem Leben immer nur das, was sie verursachen. Das ist das Gesetz der Resonanz. Ja, das ist, wenn Sie jetzt da mal in sich gehen, denken Sie mal darüber nach. Gucken Sie sich Ihren Partner an, Ihr Umfeld, Ihre Freunde. Was haben Sie in den letzten Jahren oder in den letzten Wochen erlebt? Was ist Ihnen widerfahren? So, und dann stellen Sie sich einfach die Frage, womit habe ich das erforderlich gemacht, das, was Sie da erfahren haben? Denn es gibt gar nichts Schlechtes, denn was nicht für irgendetwas gut ist. Denn das, was da auf Sie zugekommen ist, als Leid, als Problem, ist eine Lebensaufgabe, die Sie lösen müssen. Stellen Sie sich doch einfach vor, dass die ganze Welt eine Schule ist. Sie kommen hier hin, Sie werden geboren, fangen im ersten Klassenzimmer an und haben die Aufgabe zu lernen. Ja, eigentlich haben Sie nur die Aufgabe, sich selbst kennenzulernen. Denn die meisten kennen sich gar nicht, weil sie sich nicht wahrnehmen können, weil sie jedes Problem, was sie im Leben haben, im Außen suchen. Du bist schuld, nicht ich. Durch dich habe ich das Problem. Ist nicht wahr. Nein, sie haben niemals ein Problem durch eine andere Person. Nur wenn eine andere Person ihnen Probleme macht, dann haben Sie das verursacht. Und er zeigt Ihnen im Außen nur, was Sie lernen müssen. Wenn Sie aber das als negativ sehen und sagen, Mensch, der gibt mir ständig für alles die Schuld, dann suchen Sie nicht bei dem anderen, suchen Sie bei sich selbst. Und so fängt eigentlich Bewusstseinsveränderung an. So fängt es an, dass Sie mit sich im Einklang sind. Wenn Sie eine ganz andere Wahrnehmung für das Leben haben. Wenn Sie einfach ein ganz anderes Gefühl oder ganz andere Voraussetzungen haben, um tatsächlich glücklich zu sein. Überlegen Sie mal, wie viele Menschen, die Höchstleistungen bringen, um erfolgreich zu sein, sagen wir mal, die heutige Likes zu bekommen. Jedes Like macht die Menschen glücklich und wenn sie 10 Likes haben, müssen sie noch mehr haben, weil die 10 Likes
nur sekundenlang den Menschen innerlich erfreuen oder bestätigen. Also müssen wir noch mehr Likes machen. Ja, es gibt auch Menschen, die arbeiten Tag und Nacht, die bauen Häuser, die machen alles. Die haben überhaupt kein Eigenleben mehr. Denn die bauen ja, die schaffen ja das Geld, sind vielleicht 50 oder 60 Jahre alt und sagen dann, wir müssen etwas tun, damit wir im Alter abgesichert sind. Und dann können wir leben. Nein, können die meisten nicht. Die meisten sind krank, alt und haben dann ihre Rente, wo sie dann halt nicht verhungern müssen, aber leben ist das nicht. Damit will ich es nicht verurteilen. Also Chapeau, also Respekt vor Menschen, die in ihrem Leben was geschaffen haben und die haben auch ihren finanziellen Reichtum verdient. Aber ich kenne viele Menschen, die haben finanziellen Reichtum, die haben aber halt sehr starke Lebensprobleme, dass sie eigentlich gar nicht glücklich sein können, denn die müssen anschließend sehr viel Geld investieren, um wieder gesund zu werden oder überhaupt um gesund zu bleiben und sind aber eigentlich nicht glücklich. Aber wie gesagt, wenn jemand Leistung gebracht hat, muss er auch dementsprechend belohnt zu werden, um auch die Früchte, die er geschaffen hat oder verdient hat, auch leben zu können. So, jetzt gehen wir nochmal, zwischendurch gehen wir wieder zu den Wahrnehmungen. Wir machen das jetzt nochmal, ich mische die Karten nochmal durch und wir werden jetzt nicht sagen, ist die Karte rot oder schwarz, sondern Sie werden feststellen, wenn Sie sprechen und sagen einfach, das ist eine rote Karte, das ist eine schwarze Karte, dann werden Sie beim Sprechen feststellen, ob die Stimme, lehnen Sie sich zurück, schließen die Augen, diese Karte ist schwarz, diese Karte ist rot. Sie werden, wenn es eine rote Karte ist, sagen, das ist eine rote Karte. Und wenn sie schwarz ist, werden Sie sagen, das ist eine schwarze Karte. Fühlen Sie in sich hinein und Sie werden spüren, was von oben nach unten geht. Ich selbst gucke jetzt hier natürlich darauf, ich kann nicht wahrnehmen und im gleichen Moment das hier erklären. Es ist ja für Sie nur als Übung, nehmen Sie ein ganzes Kartenspiel, wenn Sie 3 richtig haben, ist das viel. Üben Sie jeden Tag und Sie werden dann auch mehr richtige Karten sehen. Machen Sie folgende Übungen. Um immer wieder Ihre Intuition zu trainieren. Machen Sie irgendetwas, was Sie, wenn Sie den Tag beginnen, was Sie wissen möchten über den Tag. Was möchten Sie tun? Oder ist die Besprechung, die Sie gleich haben, erfolgreich? Ja oder nein? Aber wie gesagt, Sie müssten hier erst in sich hineinhorchen, denn Sie müssen Ihren Verstand loslassen. Wenn Sie Angst haben vor einer Besprechung, werden Sie mit Sicherheit hören, die wird nicht erfolgreich, weil Sie das halt programmieren oder nicht richtig wahrnehmen, nicht richtig hören. Deswegen machen wir es anders. Wenn Sie abends zu Bett gehen, dann fragen Sie sich einfach, wenn ich morgen früh aufgestanden bin, scheint da die Sonne? Und dann sagen Sie ja und nein. Ist das Ja oben geblieben und das Nein nach unten, dann heißt das Nein. Denn das sind so kleine Schritte, wo Sie immer wieder erkennen können, dass Sie es tatsächlich erfahren. Wenn Sie aber sagen, scheint morgen früh die Sonne, dann kann es sein, dass Sie Ja sagen und Sie stehen auf und es scheint gar keine Sonne. Warum?
wenn Sie sagen morgen früh. Der Morgen ist lang, ne? Wann ist der denn? Fängt um 6 Uhr an, ich weiß ja nicht, wann Sie aufstehen, und der geht dann bis um 11. Da kann in der Zeit irgendwie die Sonne scheinen oder der Regen. Sie haben ja nur gesagt, es scheint die Sonne. Ja, damit möchte ich Ihnen sagen, dass es ganz wichtig ist, dass Sie immer die richtige Frage stellen, dass Sie Ihre Fragen richtig formulieren. Denn Ihr Unterbewusstsein, dafür brauchen wir wieder unseren Verstand, weiß gar nichts. Eigentlich ist es ja ein Gefühl, und das Gefühl kennt ja unsere Sprache nicht. Die haben wir eher die haben wir ja durch die Erziehung gelernt. So, denn jetzt müssen wir nämlich Folgendes machen. Die Frage ist, wenn wir aufstehen. So, jetzt haben wir eine klare Aussage. Und dann gucken wir uns morgen an, wie das aussieht, wenn wir aufstehen. Und sagen Sie nicht, wird morgen die Sonne scheinen. Das ist selbstverständlich. 12 Stunden haben Sie die Möglichkeit, dass sich Ihre Aussage bewahrheitet. Das wollen wir nicht, denn das, was Sie hier in meinem Seminar, natürlich jetzt in dem Video, das sind ja sehr viele Übungen erforderlich. In meinen Seminaren übt man dann untereinander. Man tauscht gegenseitig Fragen aus und das macht dann auch sehr viel Spaß. Und man kann dann in einer Gruppe die Erfahrungen machen, was man halt erlebt hat bis zum nächsten Seminartermin und halt dadurch auch innerlich immer sicherer werden. Das hier, was wir jetzt gemacht haben, ist ja eigentlich Gegenwart. Das habe ich eben schon erklärt. Wir wollen jetzt aber mal die Zukunft voraussagen. Denn jetzt haben Sie ja nur gesehen, was hier am Tisch liegt. Also jetzt die eine Karte. Jetzt machen wir Folgendes. Ja, jetzt sehe ich gerade kein Geld. Ich habe kein Geld in der Tasche. Dann machen Sie es alleine. Folgendes. Nehmen Sie eine Münze. Da ist ja vorne eine Zahl zu sehen. Auf der anderen Seite sehen Sie ein Wappen, ein Kopf oder was auch immer. Um das einfach zu machen, fragen Sie sich einfach, wenn ich jetzt die Münze hochwerfe und fallen lasse, kommt dann Kopf oder kommt Zahl? Ja, Sie können doch sagen, wenn dann Wappen drauf, ich weiß nicht, was Sie da jetzt für eine Münze haben, es funktioniert, konzentrieren Sie sich nur auf Kopf oder auf Wappen und Zahl. Also, kommt jetzt Kopf? Ja, nein. Und dann fragen Sie, kommt jetzt Zahl? Ja, nein. Und jetzt spüren Sie, was ist von oben nach unten gegangen. Denn jetzt haben Sie es viel einfacher als mit den Karten. Warum? Weil der Verstand durch logisches Denken jetzt nichts mehr machen kann. Deshalb werden Sie auch, wenn Sie mal an meinem Seminar teilnehmen oder Sie selbst jetzt zu Hause üben, die Erfahrung machen, entschuldige, ich muss mal eben einen Schluck trinken, dass Sie tatsächlich Zukünftiges viel leichter voraussagen können als Gegenwärtiges. Denn in Situationen, wo Ihr Kopf Sie blockieren kann, kann die Wahrheit sehr verfälscht sein. Denn das ist die Kunst, dass Sie halt später lernen müssen, dass Sie halt jederzeit dazu in der Lage sind, Ihren Kopf auszuschalten und Ihre Wahrnehmung zu aktivieren. Das können Sie aber nur, wenn Sie sich selbst vertrauen. Was heißt denn Selbstvertrauen? Sich selbst vertrauen. Ja gut, Ihr Selbstvertrauen ist stärker als alles andere. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der wirklich besser sehen kann als Sie. Sie sind ein Individuum und jeder ist ein Individuum, also sind wir alle tatsächlich vollkommen,
wenn wir unsere Vollkommenheit aktivieren und nicht einfach verdrängen. Wenn Sie also durch Übungen das gemacht haben, indem Sie halt voraussagen können, was tatsächlich kommt, können Sie sich Ihre Aussagen aufschreiben und es gibt Ihnen dann später sehr viel Sicherheit, wenn Sie merken, dass Sie über Ihr Inneres das vorausgesagt haben. Dabei ist es jetzt egal mit der Münze, das ist ja nur, damit Sie halt, man muss ja irgendwas haben, wo man übt, sondern fangen Sie einfach an, alltägliche Voraussagen einfach nur zu treffen und aufzuschreiben. Machen Sie es so, wenn Sie Auto fahren, unterwegs sind. Sie müssen jetzt eine größere Strecke über die Autobahn fahren. Fangen Sie doch einfach an und fragen sich, werde ich von, nun mal ein Beispiel, von Köln bis Frankfurt einen Stau haben? So, dann sagen Sie ja, nein, was geht runter? Nein, also nein, wenn Sie keinen Stau haben. So, jetzt kommt noch was. Wenn Sie aber fragen, so wie ich die Frage jetzt gerade ausgedrückt habe, werde ich einen Stau haben? Ja, werde ich jetzt auf dem Weg von Frankfurt nach Köln einen Stau haben? Gilt das immer aus dem Hier und Jetzt heraus, aus dem gegenwärtigen Moment? Denn wenn Sie die Autobahn verlassen und Sie machen 4 Stunden Pause, haben Sie wieder eine ganz andere Voraussetzung, denn dann haben Sie wieder eine ganz andere Zukunft. Ja, also die Zukunft ist veränderbar, tatsächlich veränderbar. Denn wenn ich anders handle, habe ich eine andere Zukunft. Ja, wenn ich es so mache, habe ich die Zukunft, mache ich so, habe ich die Zukunft. Denn das, was ich in dem Moment verursache, entscheidet ja nicht nur meine Gegenwart, sondern auch meine Zukunft. Ja? Wenn ich nichts mache, habe ich auch eine Zukunft. Denn meistens eine Zukunft in Depressionen. Wenn ich nichts mache und eigentlich nur denke und darüber nachdenke, dass ich nichts mache, dann verhedder ich mich ganz und bin halt innerlich sehr unzufrieden und das übertrage ich im Außen. Diese Schwingungsfrequenz übertrage ich im Außen und was passiert? Ihr Kollege vielleicht bei der Arbeit ist auch gerade schlecht gelaunt, der fährt Sie auch noch an oder Sie bekommen von Ihrem Chef eine Abmahnung. Vielleicht haben Sie auch unterwegs irgendwie ein Problem mit dem Auto. Ja, fragen Sie sich, wodurch habe ich das erforderlich gemacht? Fragen Sie einfach, fragen Sie nicht, was will ich vom Leben? Fragen Sie sich, was will das Leben jetzt von Ihnen? Und es ist wunderbar, wenn Sie diese Erkenntnis haben. Dann können Sie wachsen und lernen und erkennen sich als ganzheitlich an. Und Sie brauchen in diesem Leben nichts zu befürchten. Alles das, was kommt, ist gut. Wie gesagt, wenn Sie beim Autofahren das testen, mit dem Wetter testen, wenn Sie halt sehr oft in Ihre Wahrnehmung gehen, so mehr Sie das machen, umso mehr geht es automatisch. Denn Sie brauchen nicht das Leben lang da rumzulaufen und immer fragen, ja, nein, nein, nein. Das geht nachher automatisch. Sie wissen von Ihrem Gefühl heraus, Sie handeln einfach und es wird Ihnen nie etwas passieren. Sie spüren, wenn ich das mache, da braucht man nicht nachdenken, wenn ich das jetzt mache oder wenn ich dahin fahre, passiert mir was, sondern wenn Sie sich innerlich ruhig und gelassen fühlen, werden Sie auch ruhig und gelassen ankommen. Es wird Ihnen nichts geschehen. Wir haben jetzt hier noch eine Möglichkeit, wo Sie halt die Schwingung Ihrer Stimme darauf übertragen können. Da muss ich aber dazu sagen, es gibt ja Menschen, die mit dem Pendel die Zukunft sagen.
Das Pendel sagt Ihnen die Zukunft mit Sicherheit nicht, denn derjenige, der Ihnen mit einem Pendel die Zukunft sagt, überträgt seine intuitiven Gefühle, Gedanken auf das Pendel und das Pendel reagiert. Denn ohne Hellsichtigkeit kann ein Mensch nicht das Pendel bedienen. Denn das kommt noch dazu, wenn Sie halt das gelernt haben, nach meinem System zu arbeiten, dann können Sie das Pendel auch bewegen und es wird Ihnen die Wahrheit sagen. Denn wenn ich das jetzt zeige, dass es sich bewegt, wird jeder sagen, ja, das macht er ja mit seinen Händen, deswegen lasse ich das auch gleich sein. Probieren Sie es aus. Wenn Sie Ja und Nein sagen zu etwas, dann fängt das Pendel sich an zu bewegen. Sie programmieren das Pendel. Sie sagen jetzt mal zuerst, ich möchte, dass das Pendel Nein so sagt, und wenn es Ja ist, machen wir so, vor und zurück. So, da können Sie jetzt irgendwelche Bücher kaufen, da stehen andere Regeln drin, dann erfahren Sie die Regeln von anderen Personen, also die Erfahrungen anderer haben Sie dann in seinem Buch. Sie können außerdem von meinen Sachen, gibt es genügend Bücher im Internet, eigentlich können Sie die in allen öffentlichen Buchläden handeln, ja, viral, also weltweit. Sie haben auch die Möglichkeit, in meinem eigenen Shop diese Bücher per Download zu erwerben. Also das Pendel schwingt vor und zurück durch Ihre Gedanken. Umso stärker Sie wahrnehmen, umso stärker wird sich das Pendel bewegen. Dann haben wir nochmal etwas, wo man mit voraussagen kann, wo es auch erfolgreiche Menschen gibt, die über die Karten, aber auch hier ist, also wenn Sie einer Kartenlegerin oder einem Kartenleger gegenüber sitzen, der sieht es nicht durch die Karten, denn Wahrheit hat keine Regeln, es ist ein Gefühl. Und er sieht es durch sein Gefühl und die Interpretation kommt aus dem Gefühl heraus. Wenn er andere Regeln übernimmt, dann hat er diese Regel in sich programmiert und hat sie für sich zur Wahrheit gemacht und dann stimmt das auch wieder. Ja, so einfach ist es nicht, dass man sich ein Kartenspiel kauft und sagt, ich bin jetzt Kartenleger. Ja, und dann gehen die Menschen her und sagen, Moment mal, die Karte, die hatte doch hier die Aussage, das habe ich doch auswendig gelernt. Und dann sagt man einfach, Sie werden das und das und das erfahren, ob das stimmt oder nicht. Also ohne Selbstwahrnehmung, ohne dass Sie tatsächlich die Fähigkeit der Intuition haben, kann mir keiner sagen, dass er durch die Karten. Nein. Aber es gibt Menschen, die sagen, nicht ich habe das gesagt, sondern die Karten haben das gesagt. Das ist dann sicherer. Wissen Sie, dann kann man immer sagen, meine Aussage ist es nicht, das sind die Karten. Oder das sind die Engel, das sind das. Oder man sucht immer irgendetwas, um zu sagen, die höhere Macht hat gesagt, nein, nicht die höhere Macht, Sie haben gesagt. Und das ist genau das Problem, dass die Menschen eher an einer höheren Macht glauben als an sich selbst. Ja, Sie sind die höhere Macht. Denn wir sind alle eins, wir sind mit allem verbunden, auch wenn es die höhere Macht gibt, dann haben wir auch tatsächlich eine Verbundenheit, wie sagt man, Gott, gut, wenn man glaubt, dass Gott da ist und man verbindet sich mit ihm, hat man auch wieder diesen Einklang mit Gott, denn Gott ist eigentlich die Liebe gemeint und ihre Seele, ihre Wahrnehmung. Das ist eins. Gott ist keine Person mit Bart, sondern Gott ist, stelle ich mir so vor, einfach ein Hilfsmittel, wenn Menschen in Not geraten und sich selbst nicht vertrauen, kann es sehr hilfreich sein, dass man tatsächlich in der Kirche geht oder dass man halt an Gott glaubt oder an Engel glaubt. Das kann einen zeitweise glücklich machen, aber tägliche Entscheidungen treffen und Zukunft gestalten, das muss man selbst tun, denn sonst geschieht Schicksal. Ja, das heißt, es wird Ihnen etwas geschickt. Sie haben es ja nicht gemacht, also bekommen Sie was. Da können Sie was lernen. So, ich hoffe, dass es Ihnen ein bisschen Freude gemacht hat und dass Sie da ein bisschen draus tatsächlich lernen können. Wie gesagt, in meinem Buch
Unbewusste Kraft des oh je, jetzt weiß ich mal den Buchtitel nicht. Aber Sie können in meinem Shop sehen, Sie werden es hier in meinem Video einen Link sehen, dann können Sie da mal anklicken. Ich habe 2 Bücher, das große Buch mit über 230 Seiten. Da geht es auch zum Thema Hellsehen, Pendel, Wasserader und so weiter. Ach, einfach alles Spirituelle können Sie da drin erfahren. Das sind meine eigenen Erfahrungen, die ich halt seit 38 Jahren gemacht habe. Und ja, erfahren und die eigentlich auch vielen Menschen schon geholfen hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich werde jetzt, ich spiele mit dem Gedanken, dass ich mal ein Live-Seminar veranstalte, ein 2-stündiges. Da können wir dann auch nochmal gemeinsam Intuition üben, damit Sie sich ein Bild davon machen können, was ich an meinen oder auch meinen Seminaren halt unterrichte oder vermittle. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Ihr Paul Röhrig.